Heute im Review der brandneue Adidas X Speedflow Point 1. 2, 1. Zusammen mit Sport 2000 SC24 schaue ich mir also heute dieses Biest an, genauer gesagt der Adidas X Speedflow Point 1. Point 1 heißt einfach mit Schnürung. In der Plus-Variante habt ihr ihn schon auf diesem Kanal, heute aber für euch die Point 1 Variante. Ich habe sehr große Erwartungen, schon mal vorweg, eigentlich der Adidas X mein Lieblingsfußballschuh bei Adidas. Deswegen bin ich gespannt, was dieser Fußballschuh drauf hat. Das klären wir jetzt ab ins Review. Wie im Namen des Adidas X Speedflow vielleicht schon zu erkennen ist, handelt es sich hier um einen Speedboot. Sprich, der Fußballschuh selbst legt Wert darauf, maximale Beschleunigung, maximale Geschwindigkeit auf den Platz zu bekommen. Genauer gesagt 279.792.658 Meter pro Sekunde. Und damit soll dieser Fußballschuh nämlich schneller sein als das Licht. Das lasse ich mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz bietet er ein paar sehr interessante Features, die genau diese Komponente Speedboot extrem gut auf den Platz bringt. Reinstarten wollen wir genau mit diesem Teil, und zwar der Sohle. Die aktuell beste Sohle, wenn es um Traktion im Bereich Speedboots geht, denn wir haben hier die Speedframe Außensohle mit einem Carbitex-Einsatz. Man kann es vielleicht auch erkennen, der Fußballschuh ist leicht nach oben gewölbt und dieser Einsatz sorgt einfach dafür, dass man aggressiv und explosionsartig beschleunigen kann. Ich muss sagen, auch die Stollenanordnung ist Adidas sehr, sehr gut gelungen. Die Traktion wird auf jeden Fall auf den Platz gebracht, sonst bringen die Features natürlich herzlich wenig. Außerdem haben wir ein extrem weiches Primeknit-Obermaterial, das ist hauchdünn. Zum Glück nicht mehr so dünn wie beim X Ghosted, dazu kommen wir gleich im Fazit, aber wirklich perfekt fürs Tempo-Tripling. Genauso der Lockdown, man hat hier eine kleine Verstärkung im Mittelfußbereich, um auch innerhalb des Fußballschuhs sicher zu sitzen. Das heißt, eigentlich alles, was das Thema Geschwindigkeit betrifft, bringt dieser Fußballschuh mit auf den Platz. Das Hauptaugenmerk oder gewissermaßen natürlich auch das Wichtigste, was einen Fußballschuh betrifft, ist natürlich die Passform. Nur wenn man die richtige Fußform hat, wenn man sich wohlfühlt im Schuh, kann man natürlich auch seine Performance auf den Platz bringen. Deshalb schauen wir uns den Fußballschuh jetzt mal on-feet an, um zu gucken, wie ist er geschnitten und zu welchem Fußform passt er. Wie versprochen, schauen wir uns jetzt mal den X Speedflow on-feet an. Ich muss sagen, optisch auf jeden Fall eine Erscheinung. Weiß hätte ich mir noch mal cooler vorgestellt. Und generell so ein bisschen andere Farben, ist aber Geschmackssache. Ich glaube, man hört es hier auch, das Obermaterial. Dieses extrem dünne hier, das ist wirklich ein extrem direkter Touch. Aber wir wollen erstmal hier über die Passform sprechen. Man kann es erkennen, der Schuh ist definitiv nicht breit. Nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich sagen, ist leicht breit zu spielen. Definitiv bessere Karten haben aber schmale und mittlere Füße, denn der Schuh sitzt insgesamt sehr eng an. Muss er auch, weil es hier ein Speedboot ist und die Geschwindigkeit soll natürlich auch auf den Platz gebracht werden. Was mir sehr gut gefällt, ist hier der Fersenbereich. Der ist wirklich sehr gut gepolstert, das heißt, hier kommt selten zu Druckstellen. Generell würde ich sagen, sogar bis leicht breit bespielbar. Allerdings eher, wie gesagt, klassischer Mittelmaß hier bei Adidas. Der Schuh braucht natürlich hier im Mittelfuß einen engen Sitz. Wie gesagt, darüber im Klaren sein. Nichtsdestotrotz Vorderfuß hier bis leicht breit bespielbar, ist auch relativ elastisch und natürlich mit der Schnürung hat man hier die Möglichkeit, das Ganze nochmal anzupassen.
sind wir ehrlich, natürlich spielt auch die Optik eines Fußballschuhs immer ein kleines Kriterium bei der Kaufentscheidung. Deshalb würde ich sagen, wir schauen uns diesen Fußballschuh direkt mal an, und zwar im klassischen Unboxing. Wie versprochen schauen wir uns jetzt hier den Adidas X Speedflow an, und es ist natürlich absolut Geschmackssache, dieses sehr, sehr auffällige. Muss aber sagen, ich bin tatsächlich ein Fan. Ihr wisst natürlich 1 bis 10 in den Kommentaren, wie viele Punkte gebt ihr diesem Fußballschuh. Fangen wir an hier im Vorderfuß. Hier haben wir so gelbe Details, Nummern, Pace 99, passt hier natürlich sehr, sehr gut. Die Geschwindigkeit 99 bei FIFA, ich glaube, mehr geht hier nicht. Darunter haben wir ein graues Obermaterial. Hier geht das Ganze überall in Orange. Auch hier wieder Pace und natürlich die 3 Streifen hier minimalistisch angebracht. Finde ich sehr, sehr clean von Adidas. Die Schnürung selbst hier auch nochmal in Grau und diesem Gelben. Die Innenseite auch sehr, sehr simpel gehalten, obwohl die Optik eigentlich auffällig ist. Hier auch den Hinweis, den ich vorher vorgelesen habe, mit der Geschwindigkeit des Lichts. Speedframe ist auch hier schon mal ein Hinweis, denn das ist diese Sohlenkonstruktion. Die ist Adidas sehr, sehr gut gelungen, was die Performance angeht. Optisch wäre natürlich cool gewesen, wenn das hier einfach reflektierendes Silber gewesen wäre. Ist aber von der Haltbarkeit ein bisschen schwieriger. Hier hinten auch nochmal blaue Details beim X. Und wie gesagt, ein sehr auffälliger Schuh. Ich muss sagen, ich fände es ein bisschen cooler, wenn das hier weiß alles wäre und dann dieses bunte Obermaterial. Aber ist natürlich Geschmackssache. Von mir gibt es 8 von 10 wie beim Predator auch. Deshalb bin ich mal gespannt, was eure Meinung in den Kommentaren da ist, was ihr zu diesem Fußballschuh hier sagt. Ist natürlich eine Geschmackssache. Adidas ist es gelungen, hier auffällig zu sein, aber dennoch nicht zu krass verspielt. Deshalb von mir eine solide 8 von 10. Eure Meinung in den Kommentaren dalassen. Kommen wir auch mal zu einem kleinen Fazit, ob das jetzt wirklich immer noch mein Lieblingsfußballschuh von Adidas ist. Und man muss tatsächlich sagen, Adidas hat hier mit dem Speedflow auf jeden Fall einige sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Vor allem auch im Vergleich zum X Ghosted, was auch ein sehr, sehr guter Fußballschuh war. Da hat mich aber so ein bisschen das Obermaterial gestört, dass es zu dünn war. Da hat Adidas hier eine echt sehr gute Möglichkeit gefunden. Es ist immer noch extrem dünn, darüber sollte man sich im Klaren sein. Man spürt den Ball extrem gut beim Dribbling, aber natürlich auch im Zweikampf oder beim Schießen. Pro und Contra also zugleich. Nichtsdestotrotz tatsächlich mein Lieblingsfußballschuh bei Adidas, nämlich für alle, die gerne trippeln, die gerne Tricks machen, hat man hier natürlich eine optimale Unterstützung. Sehr angenehm am Fuß, auch zum Beispiel die Ferse hier sehr, sehr gut gepolstert. Ist auch noch so wie beim X19 damals. Hat Adidas auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Ich muss sagen, ich vermisse trotzdem noch so ein bisschen die X19-Zeiten, aber tatsächlich hier auf jeden Fall trotzdem ein Fortschritt. Für alle, die natürlich auf aggressive Beschleunigung, aggressive Geschwindigkeit stehen, finden hier definitiv einen sehr guten Fußballschuh. Das war es auch schon wieder zum Adidas X Speedflow Point One. Bin sehr gespannt, was ich von euch in den Kommentaren hören werde. Ich muss sagen, das Design gefällt mir sehr, sehr cool, wobei ich mir natürlich ein bisschen gewünscht hätte, dass es hier einfach weiß wäre und dann diese bunte Details auf dem Obermaterial. Nichtsdestotrotz eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da lassen. Außerdem, falls ihr euch diesen Fußballschuh zulegen wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Unten findet ihr nämlich den Link zum Sport 2000 Online-Shop. Dort könnt ihr euch diese Fußballschuhe dann zulegen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein und ciao.